Heute werde ich euch ein Update zu meiner persönlichen Sammlung zeigen. Und zwar, wir haben einige Collectors Pieces und ich stelle euch die Highlights aus dem vergangenen Jahr vor. Die Sachen, die ihr aktuell nicht kaufen könnt und die ich für mich selber zurückhalte. Also für all die Leute, die jetzt hier denken, dass es um irgendwelche Hype-Watches geht, das vergangene Jahr war mehr so, ja, dass ich einfach seltene Teile und auch besondere Uhren gekauft habe, die eigentlich nicht so teuer sind im Verhältnis. Man könnte jetzt denken, wenn ihr euch das Video anschaut von Swiss Watch Gang, da ging es ja um zum Beispiel jetzt die Tuxedo oder um andere Sachen. Die sind immer noch in der Kollektion, aber wir haben es natürlich ein bisschen verkleinert. Zum Beispiel die AP-Uhren, die Frosted Gold und so weiter, die habe ich verkauft. Ja, das Geld ist hier ins Haus quasi geflossen und ja, was soll man sagen. Aber wir haben tolle neue Sachen und auch aufregende Sachen. Wir fangen einmal an mit einer Uhr, die ihr vielleicht kennt. Und zwar haben wir hier in der Mitte eine Speedmaster. Jetzt wird man sagen, ja okay, das ist halt eine Speedmaster, ne? Ich kaufe mir ja nicht einfach nur irgendeine Speedmaster. Nein, 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 nein. Fang erstmal mit der Box an. Okay. Wenn ihr im Internet sucht, ihr werdet vielleicht ein paar Einträge finden. Also auf Chrono findet ihr gar nichts, das auf jeden Fall. Aber wir gucken mal hier rein. Oh, was sehen wir denn hier? Guck mal hier die Box. Die sieht schon mal ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir hier für den Watch Club im Oman eine limitierte Speedmaster. Das heißt, das Kanja-Logo ist nicht nur auf der Box und auf den Booklets. Nein, wir haben es tatsächlich auch auf der Rückseite der Uhr. Und ja, mir wurde die Uhr angeboten. Ich weiß auch, dass Roman und Adrian haben auch so eine bekommen und ich freue mich sehr darüber. Ich wollte immer eine Speedmaster in meiner Sammlung haben. Also ich habe natürlich noch die Alaska Project, Tintin und so, die ganzen habe ich auch noch. Aber diese Uhr trage ich wirklich sehr, sehr gerne, ist so schlicht und ja, da wird es auch, denke ich, sehr, sehr schwierig, eine zweite zu beschaffen. Und das ist so die erste Uhr, die ich euch mal zeigen wollte. Etwas sehr, sehr Besonderes und auch allein die Box. Ja, im Internet zurzeit gibt es keine und ich bin sehr glücklich, dass ich sie kaufen konnte und dazu gab es noch so eine Sonnenbrille und so weiter. Also es war wirklich, das Stahlband ist natürlich auch mit dabei. Dann machen wir weiter mit dieser Audemars Piguet Tischuhr. Die haben wir importiert aus Japan von einer Privatperson. Man kann die jetzt, glaube ich, so nicht kaufen oder ich weiß es nicht, ob man sie vielleicht doch kaufen kann. Doch, man kann sie kaufen. Man kann sie, glaube ich, kaufen. Aber sie ist schwer zu bekommen. Und das Besondere hier dran ist, dass es halt die 15202 darstellen soll, aber auf der Rückseite sieht man 50th Anniversary. Also diese Uhr ist auf 2250 Stück limitiert. Kommt mit Box und Papieren und wir haben sie zu einem sehr, sehr günstigen Kurs kaufen können. Natürlich kam dann noch die Steuer drauf, aber dadurch, dass ich sie vorerst eh nicht verkaufen möchte, ist das etwas Besonderes. Und wenn man jetzt schaut, ich glaube, ich habe damals bezahlt 3.500 Euro oder sowas zuzüglich Mehrwertsteuer und aktuell liegen die so im VK bei ungefähr 10.000 Euro. Muss man natürlich auch einen Käufer für finden, aber ja. Was wir jetzt übrigens nicht hier haben, sind die ganzen Atmos-Uhren. Ich glaube, ich habe 7, 8 Atmos-Uhren gekauft, auch für den Laden. Und die ganzen Wanduhren, die wir oben haben, die hole ich jetzt nicht hervor. Wir haben aber eine andere Standuhr, die auch ganz, ganz besonders ist. Und zwar hier drüben von Patek Philippe eine Solaruhr und diese wurde gemacht für die UBS Bank. Heutzutage gibt es dieses Modell so nicht mehr im Programm. Die stammt höchstwahrscheinlich aus den 80er Jahren und ist elektrisch betrieben, ist von Patek auch mit der Box und ja, sie steht in meinem Büro. Ich finde sie irgendwie ganz cool. Im Internet findet man jetzt auch nicht so viel darüber und das ist eine Sache, die ich auch immer haben wollte. Ich finde solche Standuhren einfach ist eine coole Sache und ja, finde ich super. Wir machen mal weiter mit einer Armbanduhr, die, lass mich nicht lügen, unter 1000 Euro kostet, 1500 Euro gekostet hat. Und zwar mit dem ja, hochwertigen Hersteller und Nischenbrand-Hersteller Konstantin Scheiking hat Louis Erhardt eine limitierte Uhr auf 178 Stück rausgebracht. Das ist ein sogenannter, jetzt habe ich den Namen vergessen, nicht Retrograd, mein Gott, nicht Rectangular, warte, nicht mit R. Das gibt's doch nicht. Regulateur. So, jetzt haben wir es. Regulateur-Ziffernblatt. Das heißt, auf 6 Uhr hier, wo der Mund dargestellt werden soll, ist die kleine Sekunde. Ihr habt die Stunde auf 12 Uhr und das hier ist die Minutenanzeige. Das heißt, ihr habt alle 3 Zeiger, die ihr für die Zeitanzeige braucht, auf 3 verschiedene Ziffernblätter oder Totalisatoren quasi aufgeteilt. Also ja, und das macht das Ganze so besonders. Die ist nicht so teuer und ich konnte mir noch eine limitierte Serie ergattern. Da gab es jetzt immer mal wieder Re-Editions, aber ich fand die Originale, die erste, so am coolsten mit Lila. Ihr wisst ja, Lila ist so meine Lieblingsfarbe und ich meine, sie hat 1000 Euro gekostet oder so und dafür fand ich sie eigentlich ganz cool. Dann machen wir mal weiter mit einem etwas besonderen Stück von der Marke Patek Philippe und das ist eine Uhrenform, die auch schon sehr lange in der Kollektion ist. Kauft heute kein Mensch mehr, niemand von euch wird sich dafür interessieren, aber ich fand sie ganz cool und zwar eine Ellipse in Weißgold und wenn ihr mal genau hinschaut, werdet ihr auf 6 Uhr erkennen, dass es eine Double Signature, also beziehungsweise ein Logo und eine Signature drunter gibt. Diese ist von Saddam Hussein mit einem
Onyx-Ziffernblatt. Das ist ein tiefschwarzes Steinziffernblatt und da drauf gedruckt ist das Wappen der damaligen Regierung mit seinem Namensschriftzug. Diese Uhren wurden an Staatsleute verschenkt, die im Land zu Besuch waren und ja, konnte man auch damals nicht so kaufen. Ich habe hier wirklich einen günstigen Schnapper gemacht. Wir haben von Rolex ja auch manche Datejust-Modelle, die für die Angestellten des Staatsdienstes herausgegeben wurden und diese Logo-Dials sind eigentlich immer cool. Ich wollte mal die zu Patek schicken und den Archivauszug holen, weil die Papiere werden nicht mit verschenkt. Darum sind diese Art von Uhren meistens ohne Papiere und das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich fand sie irgendwie am Handgelenk super, super sleeky so, ist halt 2 Zeiger, schwarzes Ziffernblatt, ich fand es irgendwie ein besonderer Touch und darum hat sie auch einen Platz in meine Sammlung geschafft und ich finde auch so ein kleines Detail, dass die Schließe dieselbe Form hat wie die Uhr selber, ist ein kleines Ding, was ich eigentlich ganz cool finde. Dann machen wir mal weiter mit einer Rolex und zwar der einzigen Rolex hier auf dem Tisch. Ich hatte sie schon mal in so ein paar Videos von Stern TV und wer alles hier war, mitgezeigt und zwar geht es hier um den American Eagle. Der hier ist $20 und zwar ist eine normale Goldmünze. Man würde jetzt nicht sehen, dass hier irgendwas anders ist. An der Seite kann man drauf drücken und dann ist hier drin tatsächlich eine Uhr. Sowas wurde damals gehandelt, als ich noch bei meinem alten Arbeitgeber war, für 2.000 bis 3.000 Euro. Ich selber habe, glaube ich, bezahlt 9.500 oder 11.000 Euro hierfür. Das Besondere ist, die hat auch noch die Originalpapiere. Und wenn ihr jetzt mal im Internet schaut, wird das Ganze verkauft für über 20.000 Euro. Das ist ein sehr, sehr seltenes Stück in einem super Zustand und es gibt immer wieder Sammler, gerade Rolex. Andere Hersteller haben es auch gemacht. Vacheron hatte diese Art von Uhren gemacht. Forum hatte diese Art von Uhr auch mal rausgebracht, meine ich, und Piaget. Ich meine, die haben das alles bei einer Person oder bei einem Unternehmen fertigen lassen, weil die alle relativ ähnlich aussehen. Und ja, ich wollte es immer mal haben und in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr hatte sich das dann ergeben. Wir machen mal weiter mit der nächsten Armbanduhr und zwar diese hier. Ich glaube, das ist die günstigste auf diesem Tisch. Ich glaube, sie hat 700 Euro gekostet. Es kann aber auch sein, dass ich mich vertue. Dieser Hersteller kommt aus dem Ausland und zwar, sie hat auch den Award von der GPHG gewonnen. Challenge Watch Prize. Also, wie wir schon sehen, das Ganze sieht ein bisschen seltsam aus. Sieger Design heißt sie. Ich habe diese besonderen Uhren, die wir hier sehen, habe ich bei Swiss Watch Gang gesehen und darum habe ich sie auch nur gekauft. Wir haben ein Titangehäuse und eine spezielle Ansicht der Weltkugel. Wir sehen hier China, da unten rechts ist Australien und wir sehen Malaysia und die ganzen Inseln. Und hier wird über den äußeren Ring die Zeit angezeigt. Ich fand das Design der Uhr ziemlich cool und dadurch, dass sie auch diesen Preis gewonnen hat und so weiter, wurde ich darauf aufmerksam und dann habe ich mir gedacht, bestellst du mal eine. Und ich weiß nicht, ob die ausverkauft sind oder ob man die noch bekommen kann. Es ist ein bisschen, ja, also die Ablesbarkeit geht so, aber ich fand es irgendwie eine coole Darstellung. Ich meine, diese Scheibe ist aus Silber gefertigt und für den Preis habe ich gesagt, ich nehme sie mal mit und ich hatte sie auch schon ein paar Mal an und habe mich einfach an dem Aussehen erfreut. Dann geht es weiter mit der Cartier. Und zwar hier gibt es eine Cartier-Uhr, die aussieht wie ein Buch. Ja. Und das ist auch eine Standuhr. Ich habe keine genaueren Informationen. Ich habe einen Händler aus Frankreich, der bietet mir immer solche Dinge an und ich fand es ganz cool und dann habe ich sie gekauft. Ne? So schnell geht das. Also man stellt das eigentlich so hin und dann sieht man so die Uhr und man kann es halt so auch ins Bücherregal stellen. War jetzt verhältnismäßig nicht günstig, ist nicht zu vergleichen mit so einer Patek, aber ja, ich fand es ein cooles Collectible, habe ich nie gesehen und dann habe ich gesagt, ich schlage direkt zu. Jetzt geht es weiter mit einer Breguet. Ja, Breguet ist für mich so ein Synonym der, wenn ich an Luxusuhren denke, und das werdet ihr auch, wenn ihr Roman Scharf folgt, ja, von Luxury Bazaar. Er hat eine super, super große Breguet-Sammlung und kauft auch immer Breguet-Uhren an. Bei meiner Audience ist es so, ihr interessiert euch null dafür, ich verstehe das auch, aber Breguet ist wirklich eine super, super hochwertige Marke. Die haben ein ganz tolles Markenimage, die Zeiger, die ganze Art und Weise der Fertigung, auch im Werk, zum Beispiel die Werkshalterungen sind auch aus Weißgold. Sagt euch jetzt nichts, ist ja auch egal. Aber Breguet-Uhren bedeuten für mich schon so das ist schon so ein wahrer, traditioneller Luxus. Und hier hatte ich die Möglichkeit, eine Jumping Hour zu erwerben in Platin, Limited Edition mit einem Emaille-Ziffernblatt. Das heißt, so ein Keramik-Ziffernblatt. Und die Uhr ist limitiert auf 400 Stück. Findet man, glaube ich, auch nur eine online. Das ist ja eine Automatikuhr und jede Stunde springt dieses rote Datum eins weiter. Das ist eine sehr einzigartige Art der Anzeige. Und wenn ihr euch bei Uhren auskennt, wisst ihr immer, selbst bei IWC wird die Jumping Hour über Liste gehandelt oder zum Listenpreis gehandelt. Also Jumping Hour als Komplikation ist super beliebt und die Platin Breguet, ja, das war auch ein Schnapper. Ich habe die Uhr günstig bekommen und da habe ich gesagt, ich
gibst du nicht wieder her. Dann gehen wir über zur letzten Uhr und zwar hier haben wir auch wieder eine Konstantin Chaiking. Ich wollte damals mal eine limitierte Uhr mit Konstantin Chaiking selber rausbringen. Nur, da waren die schon so ein bisschen bekannter und die wir machen wollten, für euch auch zum Kaufen, hätte gekostet irgendwie 25.000 Euro. Heute ist das werden die Uhren noch viel, viel teurer gehandelt. Nichtsdestotrotz ist es so, 2021, sagen wir, wenn wir 10 Stück bestellt hätten, die haben uns eine Marge gelassen von, ich glaube, 10%. Also wir hätten 10% verdienen können beim Verkauf der Limited Edition, hätten aber über ein Jahr warten müssen und das Geld im Voraus zahlen müssen. Dann gab es ja diese Problematik mit dem Ukraine-Krieg und dann war das sowieso alles in den Sternen und da der Hersteller ja auch in Russland ist und so weiter, war das dann alles etwas schwierig und wir haben Abstand genommen. Diese Uhr hier kam auch, die habe ich auch gekauft durch unseren Freund Swiss Watch Gang. Sie ist eine Zusammenarbeit zwischen Behrens Watches und Konstantin Chaiking. Sie hat so diese 2 Augen, dieses klassische Joker-Face und die kleine Sekunde hier auf 6 Uhr, die sich so im Kreis bewegt. Die Uhr habe ich jetzt noch nicht so oft angehabt. Ich finde das Armband irgendwie nicht so ganz stimmig und dadurch, dass die beiden Markenlogos in den Augen sind, ist es so ein bisschen unruhig. Ja, also ich bin nicht so extrem happy mit der Uhr, aber ja, ich meine, ich habe sie bekommen für einen Listenpreis, das waren 7.000 Euro vielleicht und aktuell wird sie gehandelt so um die 12. Ja, ich weiß nicht, ob die wirklich verkauft werden oder ob die da nur drin stehen, aber ja, ich werde sie auf jeden Fall nicht verkaufen. Ich lasse sie erstmal in der Sammlung und das sind so die Uhren, die ich gekauft habe für mich privat, sind sehr spezielle Uhren und hier seht ihr auch, dass ich aber auch schon seit jeher weniger so die normalen Stücke gekauft habe, wie jetzt zum Beispiel Daytona oder sonst irgendwas, sondern ich bin schon immer auch persönlich jemand, der so Nischenprodukte kauft. Ich bin damit nicht schlecht gefahren. In der Zeit, also ich kann euch sagen, bei jeder Uhr, die ich gekauft habe, habe ich mehr Profit gemacht, als es ansatzweise mit einer Daytona oder Datejust oder sonst was möglich wäre. Auch jetzt zum Beispiel in den Krisenzeiten. Gut, die Krise ist jetzt für den Uhrenbereich vorbei, die Preise langsam gehen wieder ein bisschen in die Höhe. Aber ja, auch in der Zeit, in der der Markt nach unten gegangen ist bei allen Modellen, sind die immer über Liste gehandelt worden und auch jetzt diese Collectibles, von daher. Ja, das war immer meine Taktik und die verfolge ich auch weiterhin und darum habe ich auch keine Angst, jetzt so eine Breguet zu kaufen oder so eine Ellipse, wobei die meisten Händler eigentlich davon immer zurückschrecken werden. Wenn ihr euch interessiert für gewisse Dinge, zum Beispiel ihr sagt jetzt, mir gefällt die Handschrift von Breguet, ja, mir gefällt so eine Uhr, dann müsst ihr euch informieren und es wird immer mal wieder einen Händler geben, vielleicht sogar sind wir das, der eine Uhr so günstig ankauft, aber auch dann so günstig weiterverkauft, dass man einen Schnapper machen kann und wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und beispielsweise Ende des Jahres, wenn die Zinsen wieder gesenkt sind, steht man schon wieder ganz anders da. Von daher, ihr müsst nicht immer nur alle eine Datejust kaufen. Informiert euch und habt auch manchmal den Mut zur Einzigartigkeit und ja, das versuche ich hier so ein bisschen vorzuleben. Von daher, das war mein Update. Falls ihr euch wünscht, dass ich nochmal alle Uhren zeige, so zum Beispiel die Tintin, 3710 Patek und so weiter, dann lasst es mich gerne wissen, aber das war es erstmal von meiner Seite. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Also, bis bald Leute, ciao.